Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Wir haben es Ende Februar und der Winter neigt sich dem Ende zu. Das war mal wieder ein richtiger Winter. Knapp minus 25 Grad haben wir hier erreicht. Doch nun kommt der Frühling und ich kann endlich loslegen, hier mit meinen Projekten. Insgesamt habe ich vor, dieses Jahr 5 Projekte weitestgehend abzuschließen. Welche Projekte das sein werden und wie ihr mit euren Kommentaren direkten Einfluss auf meine Videoprojekte nehmen könnt, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran! Mein erstes Projekt, das ich dieses Jahr definitiv zu Ende bekommen möchte, ist der Ausbau, die Erweiterung meiner bestehenden Rasenbewässerungsanlage auf diesen Teilbereich meines Grundstücks. Aufmerksame Zuschauer werden dieses Grundstück wiedererkennen, denn hier habe ich bereits ein Video gedreht, und zwar zur automatischen Berechnung mittels kostenloser Online-Tools zur idealen Platzierung der Bewässerungsregner. Aktuell ist hier noch nicht viel zu machen. Wie ihr sehen könnt, ist hier noch jede Menge Holz, das ich zuvor kleinsägen muss. Das sind die Überreste eines Baumes, der ebenfalls weichen musste, weil er innen komplett kaputt war. Mein Ziel ist es, auf dieser Fläche jeweils in den Ecken Rasensprenger einzubauen, und ich werde diesmal auf die MP-Rotatoren setzen. Der Bereich soll sich hier hinten um mein Gartenhaus herum erstrecken, direkt auf das neu angelegte Plateau hinter der Gabionenmauer. Diese steht übrigens immer noch, trotz des harten Winters, und gerade der Frost war ideal, denn nun hat die Erde hinter dem Hang sich endgültig gesackt und ich kann auf diesem Hang irgendwann einmal mein Gartenhaus bauen bzw. mein Gewächshaus. Die Zuleitung zu diesem neuen Bereich erfolgt von meiner Außenstelle. An der Hausmauer entlang, durch den Kies, werde ich ein neues PE-Rohr legen und dann muss ich durch meinen Gehweg hindurch. Den habe ich mittlerweile bereits 3-mal geöffnet und jedes Mal ein Rohr, ein Kabel oder ein Leerrohr, wie auch immer, vergessen. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Hier auf diesem Bereich werde ich eine Verteilerbox installieren, die zum einen den Rasen selber, diese Ventile, mit Wasser versorgt, zum anderen aber auch ein weiteres Rohr anschließen, welches den Hang und die Rasenfläche unterhalb meiner Gabionenmauer versorgen kann. Ein weiteres Rohr wird sich hier einfügen, an dieser Stelle, die ich bereits vor nunmehr 1,5 Jahren aufgegraben habe, damit ich hier unter dem Gehweg hindurch an diesem PE-Rohr eine weitere Wasserverteilung zur anderen Seite meiner Einfahrt bauen kann. Denn auch da drüben möchte irgendwann bewässert werden. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr habt die Möglichkeit, über die Kommentare in diesem Video Wünsche und Anregungen zum Bau dieser Bewässerungsanlage zu hinterlassen. Wenn ihr wissen wollt, wie etwas speziell funktioniert, wenn ich auf gewisse Teile genauer eingehen soll, schreibt mir das in die Kommentare und ich werde versuchen, das so gut wie möglich einzubauen in meine Videos. Nach der Erweiterung meiner Rasenbewässerungsanlage ist ein weiteres mir sehr wichtiges Projekt der Ausbau bzw. der Weiterbau an meiner neuen Gartenküche. Wie ihr sehen könnt, hat sich seit dem Herbst nichts getan. Das liegt zum einen daran, dass durch die kalte Zeit hier kein Fundament gegossen werden konnte und zum anderen die Firma, die ich hierfür beauftragen möchte, schlicht keine Zeit hatte. Doch ich habe gute Nachrichten. Erst heute habe ich einen Anruf bekommen zur Baubesprechung im Laufe der nächsten Woche und dann wird auf diesem gesamten Bereich ein großzügiges Fundament angelegt. Das kann dann mehrere Wochen trocknen und anschließend kann ich beginnen, hier meine neue Gartenküche aufzubauen. Einen Grill habe ich mir auch schon ausgesucht. Der Napoleon Phantom P500, der ist mir echt ans Herz gewachsen. Auch wenn er wahrscheinlich erst in 1 bis 2 Monaten lieferbar ist. Ich bin gespannt. Auch hier
habt ihr die Möglichkeit, direkten Einfluss auf meine Videos zu nehmen. Interessiert euch ein Detail besonders? Habt ihr Vorschläge, die ich vielleicht umsetzen sollte? Schreibt sie mir unter dieses Video hier in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten und soweit wie es mir möglich ist, diese Vorschläge auch umsetzen. Und direkt im Hintergrund seht ihr bereits das dritte Projekt für dieses Jahr, unser Pool. Im Moment handelt es sich hierbei um einen Stahlwandpool. 6,23 Meter in der Länge, 3,60 Meter in der Breite und oval. Dieser Pool kommt weg. Ich werde den Pool, die Stahlwand, in den kommenden Tagen ausbauen. Auch hierbei lasse ich die Kamera mitlaufen und starte ein eigenes Projekt. Denn dieser Pool soll umgebaut werden zu einem Steinwandpool. Dieser Bereich unter meinen Terrassendielen ist hohl. Da wird zukünftig Wasser sein. Ich werde die Schalsteine, die die Seitenwände des Pools halten, ausbauen. Bis in diesen Bereich direkt neben diesen Gabionenkörben. Der Pool wird am Ende eine mehr viereckige Form bekommen und nicht mehr oval sein. Ich werde eine richtige Treppe einbauen. Die Steigleiter ist zwar schön, aber irgendwie auch unpraktisch. Sich einfach mal an den Pool zu setzen, die Beine im Wasser baumeln zu lassen, das war hier bisher nicht möglich. Dieser Umbau wird eine Mammutaufgabe werden, denn ein Großteil des Betons, der an den Seitenwänden eingebracht worden ist, der muss wieder raus. Da freue ich mich schon. Habt ihr spezielle Anregungen? Habt ihr Wünsche? Welche Details interessieren euch besonders? Worauf soll ich genauer eingehen? Schreibt es mir in die Kommentare, verseht das Ganze mit einem Hashtag Poolumbau oder in einer anderen Art und Weise, dass ich das zuordnen kann. Und ich versuche auch hier in meinen Videos genauer darauf einzugehen. Besonders erfreut wäre ich, wenn ihr mir Hinweise und Tipps gebt, sofern ihr selber schon einmal einen solchen Pool ausgebaut habt und gegebenenfalls sogar umgebaut habt. Denn dann kann ich mir vielleicht jede Menge Arbeit sparen und auch den ein oder anderen Fehler, den ihr vielleicht schon gemacht habt. Ich sage im Voraus bereits Danke dafür. Nun komme ich zum vierten Projekt, das dieses Jahr definitiv durchgezogen werden soll. Meine Gartenterrasse, meine erste. Diese Terrasse ist mittlerweile knapp 10 Jahre alt und besteht aus WPC-Dielen. Ich bin noch heute absolut überzeugt von diesem Material, zumindest auf dieser Terrasse. Wer mein Video kennt zur Unterkonstruktion meines Pools, der weiß, dass man mit BPC auch ganz andere Erfahrungen machen kann. Was mir an dieser Terrasse jedoch nicht gefällt, ist, dass die Unterkonstruktion mittlerweile in die Jahre gekommen ist und ausgetauscht werden muss. Die Unterkonstruktion besteht aus Lärchenholz. Ich habe zum einen große und kräftige Balken angebracht, auf denen wiederum die Konterlattung ebenfalls aus Lärchenholz liegt. Und diese Konterlattung ist in den oberen Zentimetern mittlerweile so weich, dass die Schrauben von den Terrassen nicht mehr halten. Das Holz ist zu weich. Die Terrassen biegen sich nach oben und die Schrauben werden herausgezogen. Ich habe provisorisch einige Schrauben hier mit eingefügt, dort und dort und dort, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Ich werde stattdessen die Konterlattung komplett austauschen und Aluminiumprofile einfügen. Die sind ebenfalls schon da und liegen hier auf dieser langen Palette. Ich bin gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, denn ich muss die Profile frostsicher bekommen. Gleichzeitig möchte ich auch nicht zu viele Löcher reinkriegen. Und die Terrassendielen müssen natürlich auch fest darauf halten. Ich habe mir einiges angelesen, bin aber auch dankbar über jeden Tipp, den ihr mir im Vorfeld schon geben könnt. Und Tipp ist das richtige Stichwort. Ihr wollt Details sehen, ihr wollt, dass ich auf gewisse Dinge näher eingehe, die Kamera schärfer stelle. Auch hier gilt, schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video, sagt mir, was ihr euch wünscht. Und auch das werde ich, sofern es mir möglich ist, umsetzen. Wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das 4 Projekte, die dieses Jahr begonnen, fortgeführt und im Idealfall auch beendet werden sollen. Ein 5. fehlt noch. Das seht ihr hier.
Mein Kellerraum, den ich nun seit guten 1,5 Jahren versuche trocken zu legen, soll umgebaut werden. Hier soll meine neue Werkstatt hinein. Wie ihr sehen könnt, läuft die Trockenlegung immer noch. Das Klima hat sich deutlich verbessert. Ich denke, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich zumindest in diesem oberen Bereich meine Werkzeuge unterbringen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass der Rost kommt. Doch zuvor muss hier eine Decke rein, eine neue. Den Abriss der alten Decke, den habe ich dokumentiert. Das Video findet ihr rechts oben. Die neue Decke wird ebenfalls aus Beton sein. Und wie bereits bei den anderen 4 Projekten ist auch hier eure aktive Teilnahme durchaus gewünscht. Ihr wollt, dass ich mit der Kamera an bestimmten Details näher drauf halte, dass ich einige Sachen näher dokumentiere, intensiver beleuchte, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und auch hier versuche ich, soweit es mir möglich ist, das Ganze umzusetzen. Das war's auch schon mit meinem kleinen Einführungsvideo für das Jahr 2021. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Vorstellung meiner diesjährigen Projekte neugierig machen und darf euch dann, wenn ich meine Videos online stelle, wieder begrüßen. Bis dorthin zeige ich euch ein paar kleine Impressionen meines Grundstücks, direkt nachdem der Schnee weggeschmolzen ist, und sage ciao, bis zum nächsten Mal.